Hey, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video. Es ist jetzt geraume Zeit her, dass man von mir irgendwas gehört hat. Dürften jetzt so 4, 5 Monate sein. Ich denke so Juni, August irgendwas. Was weiß ich, ist auch egal. Ich habe was Spannendes mitgebracht, und wer in dieser Privatserver-Szene von LC ein bisschen unterwegs ist und vor allem auf den Déjà-vu-Servern gespielt hat, der hat bestimmt schon seit längerem gehört, dass es Gemunkel gibt, dass da ein neues Projekt kommen soll. Und es ist über die letzten Monate immer konkreter geworden, sodass, ich glaube, an Heiligmorgen war es sogar, ein Discord-Server aufgetaucht ist, wo es um einen neuen Server geht. Und vor ein paar Tagen ist auch ein Trailer zu dem Server aufgetaucht. Und ich dachte, den Trailer gucken wir uns jetzt gemeinsam an und reacten ein bisschen dazu, damit das Ganze ein bisschen spannend wird, weil, ich meine, das ist ein unter 2 Minuten Trailer, viel wird es nicht zum Reacten geben. Habe ich was vorbereitet. Ich weiß, dass Xery den Trailer wieder gemacht hat. Ich habe einige Trailer von ihm gesehen, und LC gibt auch nur, ich sag mal, ein bestimmtes Kontingent, was man an Content in den Trailer packen kann, und deswegen habe ich eine Bingo-Karte vorbereitet. Und die können wir mal kurz durchgehen, dass alles verstanden wird, und dann versuche ich während dem Trailer gucken, meine Bingo-Karte zu füllen und mal gucken, wie gut ich predicted habe. Das erste, ich habe es mal X-Ray-Frame genannt, und zwar gibt es so ein, ich weiß nicht, ob das ein Preset ist, ob er das selber gebastelt hat, ist auch Rille. Immer wenn er in ein Infofenster meistens irgendein Feature einblendet, was nicht zu dem tatsächlichen Shot gehört, hat er so ein, ich will nicht sagen Elektrofeuer, so einen glitzernden, brennenden Rahmen drumherum. Ich glaube, den hat er in verschiedenen Farben. Ich müsste jetzt einen Trailer raussuchen, wo er das schon mal benutzt hat, aber wenn das kommt, dann erkennt er es direkt. Dann Dubstep-Musik ist, glaube ich, immer ein guter Tipp. Dann ein Flyshot, der schneller wird, beziehungsweise langsam wird nach Soundcue, sprich, weiß nicht, auf Bass oder so auch immer, wo sich die Geschwindigkeit des Flyshots verändert. Das ist ein Stilmittel, was generell gern benutzt wird in allen möglichen Videos. Dann irgendein Heilerin-Heal, also ich habe ein paar Skills drin von Klassen, weil irgendwas muss er ja zeigen. Dann den Level 5 Schurken-Skill. Das ist der ich glaube, mit der Armbrust springt er nur hoch und schießt, und mit Dolchen springt er so hoch, oder sie besser gesagt, und dreht sich so. Das sieht immer ganz geil aus, wenn man da einen ordentlichen Kameraengel draufhaut. Den Konzentrationsskill vom Königsritter. Steinhaut für den Beshi. Das waren jetzt einfach so ein paar Guesses, was kommen könnte. Dann Cuts auf den tiefen Basssound. Ich weiß nicht, das sieht man auch bei quasi jedem Hollywood-Trailer, abgesehen, dass jeder Trailer für Filme mittlerweile gleich ist, was ein ganz anderes Ding ist, wo man irgendwann mal nach 3 Bit drüber reden soll, was für ein Mülleimer das ist, dass immer ein tiefer Basssound kommt, auf den dann die Szene geschnitten wird. Dann ein weiterer Guess wäre einfach, dass Raid-Bosse im Trailer zu sehen sind. Ich gehe davon aus, dass gar kein Gruppenspiel im Trailer zu sehen ist, und unter Gruppenspiel meine ich nicht, dass er irgendwie 5 Figuren nebeneinander einblendet, die gerade einen Skill machen. Oder das würde ich noch zählen. Wenn die Figuren im gleichen Screen sind und zusammen kämpfen oder Skills machen oder Buffs machen, würde ich das zählen lassen, aber einfach nur mehrere Figuren zu sehen, die in verschiedenen Abschnitten irgendwas machen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. LC ist kein Gruppenspiel, zumindest kein besonders auf Gruppenspiel ausgelegtes Spiel. Dann Fleischert und Belfist. Ich glaube, der gibt cinematisch einiges her. Dann versuche ich mal zu predikten, mit welcher Ansage er den Link einleitet. Discover the Unknown on Mystery LC hätte ich jetzt mal gegessen, aber das ist auch total random. Dann gibt es hundertprozentig, das ist eine Low Bar, ich weiß, ein Fleischert, ein Juno, muss auch mehr oder weniger bringen, weil das die zentrale Hauptstadt ist. Es wird kein Highlander im ganzen Trailer zu sehen sein. Da bin ich mal gespannt, ob er der besten Klasse im Spiel ein bisschen Liebe zeigt. Und dann noch so ein wilder Guess. Ich glaube, bei dem 130er Trailer für Classic wurde das benutzt.
das ist gefühlt auch ganz viele Hollywood-Trailer, wo irgendein ein Sound drin ist, der sich anhört wie ein Entschuldigung, ein Sekundenzeiger, Ticker, ähm, um so ein bisschen das Gefühl von Zeit, weißt du, Throwback ist wahrscheinlich ein Classic-Server mit ein paar extra Features. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und für Mage habe ich es einfach mal auf Mana umwandeln gegessen. Mal schauen, was er da benutzt. Also das sind 16 Guesses. Und ich würde sagen, wir springen einfach rein. Und ich habe ihn noch nicht gesehen, obwohl er schon seit 4 Tagen draußen ist. Ich war ein bisschen erkältet und wollte das für euch aufheben. Und ich würde sagen, Action. Ich glaube, wir machen mal noch den Kinomodus, dann sieht man es besser. Und dann jumpen rein. Okay, ich habe es nicht gesagt, weil es war obviously, der Channel heißt so Mystery Last Chaos. Jetzt könnte man ChatGPT anwerfen und fragen, gib mir 10 Namen für einen Privatserver für LC, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Mystery LC in der Top 5 wäre, aber okay. Was soll ich sagen? Ich sag jetzt einfach mal, ich glaube, Achim hat schon bessere Logos gebaut. Das Mystery sieht ein bisschen wack aus. Sorry, Achim. Aber ich will jetzt nicht alle 4 Sekunden unterbrechen, Entschuldigung. Ansonsten haben wir ein 20-Minuten-Video und da habe ich ja selbst keine Lust drauf. Und das ist so ein Beispiel, das würde ich jetzt nicht als Gruppenspiel bezeichnen, sondern das sind einfach nur 3 verschiedene Charaktere auf dem Screen. Bin ich mal gespannt, ob in die Richtung was kommt. Außerdem spannende Rüstung. Die kenne ich tatsächlich, glaube ich, aktuell. Könnte ich nicht erraten, zu was die gehören. Das sind, glaube ich, Farbvarianten von der Level 70er Rüstung. Oder? Doch, ich glaube. Ist das da der Level 5 Schurkenskill mit der Armbrust? Bin mir ziemlich sicher, oder? Und ist das da auch ein Raid-Boss? Da können wir 2 direkt abticken. Und die Musik ist das Dubstep. Nee, würde ich jetzt nicht behaupten, oder? Andererseits habe ich keine Ahnung von Musik und das reinzumachen war schon dämlich von mir, weil ich es gar nicht beurteilen kann. Anyways. Und genau. Das meinte ich mit X-Reframe. Diesen Blitzfeuer-Frame mit verschiedenen Farben, den halt in jedem Trailer benutzt. Können wir auch abhaken. Ist leider Magadum und nicht Belfist, aber vielleicht kommt noch ein Fleischhot im Belfist. Das war jetzt auf jeden Fall der 5er-Skill, oder? Da bin ich mir ganz sicher. Merkt er übrigens, wie er auf den Bass cuttet. Ich denke, den dürfen wir auch abhaken. Und nochmal der X-Reframe, nur in einer anderen Farbe, also der Gift that keeps on giving. Da ist übrigens der Fleischhot in Juno, der relativ leicht zu predikten war. War das ein Heal oder war das ein Skill? Das kann ich jetzt tatsächlich nicht einschätzen. Sah jetzt eher aus wie ein Skill.
Was war das denn für ein wildes Ding? Okay, okay, das war's. Ich denke, da können wir auf jeden Fall noch sagen, dass kein Highlander im Trailer zu sehen war. Und ich glaube, wir können sagen, dass kein Gruppenspiel im Trailer zu sehen war. Dann lassen wir gerade durchzählen. X-Reframe, Level 5 Schurken-Skill, tiefer Bass bei Cut, Raid Boss 4, kein Gruppenspiel 5, Fleischhot Juno 6, kein Highlander 7. 7 von 16 ist doch gar nicht schlecht. Könnt gerne in die Kommentare schreiben. Ich like das Ding mal noch gerade. Könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Trailer haltet, ob ihr Bock drauf habt. Ich würde das jetzt mal frei nach dem WoW Pendant Classic Plus nennen. Also es geht bis Level 50 mit den normalen Classic-Rahmen, aber sie haben wohl ein bisschen Custom-Content draufgepackt und mit ein bisschen meine ich jede Menge. Einiges davon habe ich schon gesehen, gelesen drüber. Es gibt auch ein gutes Wiki. Andere Sachen habe ich jetzt hier zum ersten Mal gesehen. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr auch Bock habt, auf dem Server zu zocken. Ich gucke mal, ob ich bis zum 10.01. vielleicht noch 1 oder 2 Videos mache, wo wir uns angucken, wo wir uns diese Systeme oder diese Features angucken. Ich weiß nicht, was da jetzt alles dabei war. Faceit System, Talent Tree, Iris Blessing und was weiß ich. Vielleicht schauen wir da mal rein und gucken, was im Wiki steht und versuchen ein bisschen zu sehen, ob das geile Features sind, ob die Potenzial haben oder nicht. Vielleicht kann ich Arta und Para noch ein bisschen ausquetschen für ein paar Infos, die so vielleicht nicht da sind. Wollen wir mal schauen. Und ansonsten sieht vielversprechend aus. Ich weiß, dass die Jungs das drauf haben. Es sind auch schon, keine Ahnung, 400 Leute im Discord. Also der Server wird Population haben. Ich denke, es wird sich lohnen, drauf zu spielen. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Ich weiß nicht, ob direkt am 10.01. oder an dem Wochenende selbst. Mal schauen. Und wenn das Potenzial habt und ihr Bock habt, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Überlege ich mir mal, ob es Sinn macht, nochmal ein Let's Play zu starten oder ob ich das eher für mich gediegen angehe. Aber ich will hier jetzt nichts versprechen. Das wird davon abhängen, wie sich das alles noch so entwickelt. Ansonsten, ich habe euch in die Beschreibung den Link zum Trailer, den Link zum Discord und den Registrierungslink auch mit meinem Referral reingehauen. Wenn ihr schon einen Account auf Déjà-vu Classic hattet, existiert dieser Account auf Mystery genauso. Könnt ihr einfach benutzen und euch einloggen. Da sind natürlich keine Charaktere drauf, bla bla bla, ist klar. Ihr könnt ab 1.1. könnt ihr voten, schon mal für Cash jeden Tag mit bis zu 5 Accounts. Alle 12 Stunden voten, gibt jeweils 25 Cash, also da kann man sich schon mal ein bisschen was stockpilen. Und ansonsten schauen wir mal, was die nächste Woche noch passiert. Vielleicht kommen noch ein paar mehr Infos von den Jungs. Und ansonsten wünsche ich euch mal noch ein verspätetes, frohes neues Jahr. Und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Haut rein!